Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ihr seht, der Camaro ist schon weg. Den habe ich bereits hochgefahren. Beim nächsten Mal hochfahren nehmen wir noch den Opel mit auf dem Hänger. Den Camaro haben wir auch auf dem Hänger transportiert. Da wollte ich eigentlich mit dem zweiten Auto sozusagen ich selber ein Auto hochfahren und jemand anders noch den Hänger, aber es war für mich die erste Hängertransportfahrt und für meine Bekannte auch, die Gott sei Dank einen Hängerführerschein hat. Da ist sie mir um Welten voraus. Ich habe das nicht, ich habe nur so einen ganz popligen kleinen Automatikführerschein. Da muss ich auch irgendwann wahrscheinlich nochmal nachrüsten. Auf jeden Fall war es uns dann beiden ja irgendwie vom Gefühl her besser, wenn wir die erste Fahrt gemeinsam machen. Das heißt, ich muss jetzt am Mittwoch nächste Woche, das ist dann so Ende Oktober, ist glaube ich dann der 30. oder so, ja, weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall muss ich da nochmal einmal selber ein Auto hochfahren. Und wie gesagt, am Donnerstag, da fährt dann meine Bekannte nochmal den Opel auf dem Hänger und ich den GTS. Das muss ich jetzt natürlich alles noch fertig kriegen im Oktober mit den Autos, weil sowohl der GTS als auch mein M2 für die Rennstrecke haben ja nur Saisonkennzeichen, die darf ich nur noch diesen Monat fahren. Aber da bin ich guter Dinge, dass wir das hinbekommen. Dann hätte ich das Autothema schon mal gelöst. Dann wären alle Autos oben bis auf den Audi und den brauche ich ja dann auch noch, um selber sozusagen die in Anführungszeichen letzte Fahrt zu machen. Und warum quatsche ich euch hier voll? Heute, wie gesagt, geht es darum, dass ich hier bei der Halle schon mal einen Großteil der Teile, also vor allem hier so Kleinzeugsachen, da habe ich mir extra noch ein paar Boxen besorgt, dass ich das da sauber unterbekomme und dann ja hochfahren kann. Und wie ihr seht, da gibt es relativ viel Kleinzeug. Die großen Maschinen, da muss ich immer noch jemand finden, der mir das umzieht. Da ist im Freundeskreis leider jemand weggebrochen, der das eigentlich machen wollte. Aber ich denke, da finde ich schon noch irgendein Unternehmen. Ist ja jetzt auch nicht der Mega-Aufwand. Die Dinger sind alle auf Paletten. Das kriegst du easy mit dem Hubwagen oder so angehoben, hätte ich jetzt gesagt. Ansonsten kaufe ich mir selber einen Hubwagen, mache das auch alleine. Und die Hebebühne eben auch, die ist ja auch auf einer Palette gekommen. Das heißt, die kann man ja zusammenklappen, also sprich die Arme, ne, die klappt man dann so hoch, befestigt das und dann packt man das auf eine Palette. Oder ich habe ja auch das Mobilkit mir vor einiger Zeit noch besorgt für die Bühne. Theoretisch, wenn man jetzt einen LKW hat mit einer absenkbaren Ladefläche oder halt diesem Ladetor, könnte man auch mit dem Mobilkit auf diese Ladefläche fahren und dann die Bühne anheben. Sie ist zwar schwer, aber sie ist jetzt nicht ohne Ende schwer. Die hat, glaube ich, 500 Kilo. Also das müssten diese Laderampenklappen müssten die eigentlich problemlos schaffen. Aber darum soll es jetzt heute gar nicht gehen, sondern eher um die kleinen Sachen. Und da ist besonderer Fokus. Jetzt geht hier schon wieder die Welt unter mit Regen und allem. Das ist der Wahnsinn. Die eigentlichen Sachen, um die es heute geht, ist hier mein Räumchen. Da habe ich ja ganz viele Ersatzteile und alles gelagert. Und das möchte ich heute zu großen Teilen. Alles werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Dafür ist es dann doch ein bisschen zu viel für eine Fahrt. Aber da möchte ich einen Großteil der Sachen heute eben in den Transporter laden, den ich dann morgen hochfahre. Heute ist Samstag, morgen Sonntag. Also wenn ich so eine Seite komplett leer kriege, ich denke, ich werde mal mit der hier anfangen. Das ist so Kleinzeug. Das wäre für mich schon ein Riesenerfolg. Und dann natürlich möchte ich zusätzlich zu den Sachen, die hier so drin stehen, dass ich also, wie gesagt, Großteil der Sachen hier drin möchte ich heute einladen und dann natürlich auch schon einen Teil des Bodens. Den muss ich jetzt auch zuerst mal abbauen, ja, circa bis hierhin, so grob, damit ich mit dem Transporter, der da draußen steht, damit ich hier reinfahren kann. Ich könnte jetzt natürlich auch reinfahren, aber dann fahre ich ja direkt auf den Boden, wäre ja irgendwie kontraproduktiv. Deswegen, damit fange ich jetzt mal an und dann verlade ich ein bisschen und dann schauen wir mal, wie es in ein paar Stunden aussieht, wie viel ich geschafft habe.
jetzt habe ich hier ein bisschen Zeit investiert, wie ihr sehen könnt. Der ist jetzt schon relativ voll. Ich habe hier oben so ein kleines Licht, aber so richtig hell macht das nicht. Habe jetzt hier alles formschlüssig eingepackt, habe zwischendrin, ihr seht da hinten, ich versuche das in der Videobearbeitung mal mit einem Pfeil zu kennzeichnen, habe ich so eine Palette horizontal gestellt, die ist dann auch nochmal verzurrt. Und hier hinten dran, wie gesagt, da in der Mitte liegen nochmal Reifen. Die sollten nicht rutschen, weil sie ja eben entsprechend durch den Gummi einen hohen Reibwert haben. Hier habe ich jetzt einen Teil meines Bodens. Ich habe nicht alles geschafft. Das ist einfach zu viel. Außerdem glaube ich dann, sonst wird das auch zu schwer. Also ich denke mal, ich habe jetzt so knapp 700 Kilo hier drin. Gehe ich jetzt mal grob davon aus. Gewogen habe ich es nicht, aber ja, so Pi mal Daumen sage ich jetzt mal, viel mehr möchte ich da auch nicht reinladen. Ich lege noch ein paar von meinen Regalen oben drauf. Zeige ich euch gleich das Räumchen, wie leer das geworden ist. Aber wie gesagt, ist jetzt hier hinten schön formschlüssig. Das Ding habe ich hier halt auch jetzt entsprechend verzurrt, sodass die hoffentlich nirgends hinrutschen. Das Ding ist halt auch bombenschwer und ist wie so ein Anker da hinten drin. Ja, und hier ist jetzt halt immer noch irgendwie relativ viel. Also ja, ich habe früher mit einem kleinen Transporter bin ich hier eingezogen, aber da hat sich jetzt dann doch einiges angestaut. Klar, da hinten, da muss ich noch das Wasser ablassen von meinem Waschtisch. Dann den Dinger muss ich mir irgendeine Konstruktion bauen, dass ich den in so einen Transporter geschoben bekomme. Dann seht ihr hier noch ganz viel so Kleinkrempel. Da brauche ich noch mal ein paar Boxen. Und ja, mit den großen Sachen weiß ich noch immer nicht, wie ich es mache. Ob ich mir selber so einen kleinen Hubwagen kaufe, den man so bis auf 1,50 Meter oder 2 Meter hochfahren kann. Da gibt es ja solche. Praktisch so eine Art manueller Gabelstapler. Dann habe ich jetzt nochmal Reifendruck kontrolliert, weil es ja ein Mietfahrzeug und da war viel zu wenig Reifendruck, 3,2 Bar. Und bei den Autos ist es so, in der Tür habe ich jetzt nichts gefunden wegen Hinweise, aber ein Bekannter, der sich sehr gut mit Autos auskennt, den frage ich immer, wenn ich nicht weiter weiß. Der hat gemeint, das steht hier auf dem Reifen und tatsächlich steht hier auf dem Reifen, wie viel man maximal draufpacken darf. Bei dem sind das jetzt hier 6,9? Genau, 69 PSI. Steht da jetzt, darf maximal drauf. Das sind dann umgerechnet, was waren das, 4,6 Bar oder so oder 4,7. Ich habe jetzt mal 4 Bar reingemacht, werde aber, ihr seht das ja, da ist noch so ein bisschen, so eine leichte Delle hat der Reifen noch. Das heißt, ich werde den jetzt mal noch auf 4,3 Bar aufpumpen. Macht das ringsrum, werdet ihr also alle nochmal kontrollieren. Also da solltet ihr auch immer dran denken, wenn ihr dann so Mietfahrzeuge nehmt, dass ihr das nochmal kontrolliert, ob da auch der Luftdruck stimmt. Teilweise kontrollieren die das eben nicht. So, und jetzt hätte ich gesagt, schauen wir mal hier hinten in den Raum. Wie gesagt, es ist leider noch nicht ganz leer, aber im Vergleich zu vorher ist schon einiges weg. Also ich habe jetzt schon 2 Regale komplett leer gemacht und wenn wir ehrlich sind oder wenn ich ehrlich bin, hier drüben ist ja auch schon vieles raus. Also da könnte ich theoretisch auch noch mal ein paar Regale leer machen. Ich werde mich jetzt aber darauf konzentrieren, dass ich hier mal mindestens 3 von denen mitnehme, wahrscheinlich die 3 kleinen, dass ich die noch ins Auto werfe, weil dann muss ich das auch nicht auseinanderbauen und wieder zusammenbauen. Das ist immer so lästig. Da habe ich immer gar keinen Spaß dran. Deswegen, wie gesagt, werde ich die jetzt einfach zusammengebaut, oben drauf schmeißen. Da sollte nichts passieren. Zur Not mache ich die nochmal mit einem Spanngurt irgendwo an der Seite fest. Aber selbst wenn die ein bisschen hin und her wackeln, ist das nachher kein Untergang im Auto. Ja, aber ich muss definitiv nochmal eine Fahrt machen, ne, für den Rest, für das restliche Kleinkramzeug und ich brauche auch definitiv nochmal ein paar von diesen Boxen. Ich habe jetzt da schon wieder 100 € für so 6 Boxen bezahlt, das ist auch irgendwie alles immer schweineteuer. Aber ja, so ist es halt und wie gesagt, dann habe ich halt noch die Werkstattwegen, den hier und den großen da hinten, ne, den muss ich ja dann auch noch transportieren, den Waschtisch und eben die großen Maschinen plus hier nochmal so ein bisschen Kleinkram, aber es geht schon deutlich voran. Die kleine Hebebühne werde ich dann auch noch mitnehmen. Und klar, wie am Anfang erwähnt, natürlich die große Hebebühne. Also für die Maschinen habe ich noch keine so richtige Lösung. Da muss ich mich jetzt noch nach einem Umzugsunternehmen umschauen, die sowas machen können für einen überschaubaren Preis, weil es ist ja jetzt auch nicht so viel Kram. Und da oben habe ich noch so ein paar Sachen, die werde ich dann beim nächsten Mal auch mitnehmen. Das sind so Teile vom M2, die ich ausgebaut habe. Ja, aber es geht, wie gesagt, voran. Und die Hütte muss ich auch noch abbauen. Das war mit dem Vermieter so vereinbart, dass wenn ich ausziehe, dass ich die wieder zurückbaue. Die hat mir der Vormieter sozusagen überlassen. Ich mache jetzt, wie gesagt, noch ein paar Regale drauf und dann geht es gleich weiter. Ich hoffe, das klappt alles und es geht dann auch für euch gleich weiter und es entsteht kein Fiasko und alles hält und nichts verrutscht. Und ich zeige euch dann, wie die ganzen Sachen an meiner neuen Lokation aussehen. Es wird dann noch nicht komplett aufgeräumt und sauber aussehen, aber ich möchte auf jeden Fall ein bisschen von dem Boden dann schon verlegt haben und vielleicht das eine oder andere Regal an die Wand gestellt. Aber ihr seht es jetzt im Video, ich weiß noch nicht, wie es läuft, drückt mir die Daumen. Wenn ihr seht, ist es aber eigentlich schon zu spät, weil dann ist es schon passiert. Insofern, wie gesagt, gleich geht es weiter nach der langen Fahrt Richtung Chemnitz. Jetzt bin ich hier in der Halle, also in der neuen Lokation.
Wie ihr sehen könnt, ich habe hier schon entsprechend ausgeräumt. Monty hat natürlich fleißig mitgeholfen. Hier drüben sieht es noch ein bisschen mager aus. Da bin ich jetzt noch nicht so richtig weit gekommen. Ist jetzt auch tatsächlich ein anderer Tag als der Tag, wo ich hier ausgeräumt und aufgebaut habe. Da hatte es furchtbar geregnet, gestürmt und ja, dementsprechend war ich komplett durchnässt. Ich hatte Gott sei Dank hier schon einen Karton mit Kleidung. Dann konnte ich mich noch umziehen. Aber ja, heute ist deutlich besseres Wetter. Und ich wollte euch jetzt einfach mal zeigen, wie es wie gesagt aussieht. Das ist noch nicht der komplette Boden, nicht wundern, es ist nur ein Teil. Ich habe den Transporter nicht ganz voll bekommen aufgrund der Beladungsgrenze. Der Boden ist ja relativ schwer, allein dieses Stückchen, was ihr jetzt hier seht, was ja jetzt wirklich nicht super viel ist, Monty hat Spaß, das waren so circa 250 Kilo. Dann hatte ich noch andere schwere Sachen mit dabei, Reifen, jede Menge Teile, ne, die auch nicht zu unterschätzen sind. Und da hatte ich einfach, wie gesagt, das Problem mit der Gewichtsgrenze. Deswegen ja, musste ich das Ganze ein bisschen aufteilen. Hier drüben seht ihr auch, da habe ich eine Fliese ausgelassen. Da werde ich jetzt heute noch ein bisschen Beton reingießen. Also vorher werde ich das abschleifen, absaugen, dann ein bisschen Beton reingießen, dass das gefüllt ist. Und dann kann ich da eine Fliese drauf machen. Eigentlich hätte ich auch direkt eine Fliese drauf machen können, aber ich dachte nicht, dass ich später irgendwann mal, das wird ja mein Hauptarbeitsbereich, wenn ich dann hier ein Ölablasskännchen habe oder einen Wagenheber oder einen Getriebeheber oder was auch immer, nicht, dass dann, ihr wisst ja, wie es läuft, Teufel ist ein Eichhörnchen und nachher lande ich dann mit irgendwas genau in diesem Loch. Deswegen werde ich das eben jetzt ausgleichen, Plan machen und dann kann da entsprechend Fliesen drauf. Ja, wie gesagt, ist noch einiges zu tun, muss auch noch einiges aus der alten Halle rausholen, aber in der alten Halle steht jetzt eigentlich nicht mehr richtig viel. Es ist natürlich noch ein bisschen Regale, aber die Steckregale, die nehmen ja keinen Platz weg. Also hier drüben habe ich so ein paar, die habe ich schon zerlegt, ne? Und dann ist das easy, die zu transportieren. In der Halle stehen, glaube ich, nochmal 5 von diesen Steckregalen. Die muss ich dann zusammenbasteln und also halt zerlegen, wieder zusammenbasteln und hier aufbauen. Hier soll, wie gesagt, so die Teilewand hin. Da hinten soll eine kleine Werkbank entstehen. Hier dann die Hebebühne. Ja, momentan bin ich noch auf der Suche nach irgendjemand, der mir kostengünstig die Hebebühne und die 2 Reifenwuchtmaschinen umzieht. Zur Not muss ich mir halt so eine Ameise mit Hubfunktion kaufen und das selber machen. Muss ich mal schauen. Aber wie gesagt, jetzt habt ihr das gesehen. Es geht also voran. Demnächst gibt es ein weiteres Update-Video, wo ich dann eben den Rest noch zeige. Aber weil ich ja heute auch nochmal hochgefahren bin, ich habe noch mein Auto mitgenommen, möchte ich euch jetzt einmal zeigen, wie es denn drüben aussieht bei der Hebebühne. Da habe ich jetzt nämlich ordentlich entsprechend Autos schon gestapelt und das will ich euch nicht vorenthalten. So, da sind die beiden, ihr seht schon, haben wir jetzt hier, oben steht der M2 und unten eben der Camaro. Camaro sieht auf der Kamera irgendwie schief aus. Ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. In der Realität sieht er eigentlich nicht schief aus. Weiß nicht, was da die optische Täuschung ist. Ja, hat gut funktioniert. Es war tatsächlich ein bisschen tricky mit dem Camaro, weil der halt ja so lang ist und man sieht so wenig. Aber von der Breite, seht ihr ja, geht das wunderbar. Ist aber auch ganz gut, dass ich, wie gesagt, die Bühne nicht ganz rübergestellt habe. Also da habe ich sozusagen einen richtigen Riecher gehabt. Also noch weiter an die Wand wird es dann halt schwierig mit dem Rangieren. So hat es eigentlich ganz gut geklappt. Ob ich da auch wieder gut rauskomme, wird sich dann beim Ausparken zeigen. Was ich euch aber bei der Gelegenheit auch noch zeigen wollte, ist, ich hatte ja vor einiger Zeit diese kleinen Bremskühlungsdinger von Speed Engineering eingebaut. Und ich gehe mal auf die andere Seite wegen Gegenlicht. Und da hatte ich euch ja gesagt, ich war jetzt damit auf dem Trackday, also temperaturtechnisch habe ich jetzt nichts gemerkt, weil es auch relativ kalt war. Aber es ist das passiert, was ich befürchtet hatte, wenn ihr hier mal schaut. Hier ist das sozusagen noch an Ort und Stelle. Ich versuche das in der Videobearbeitung ein bisschen zu highlighten. Und jetzt schauen wir uns das drüben nochmal an. Das ist jetzt echt cool, dass man da so wunderbar hingucken kann im Stehen. Und wie gesagt, ist halt ja genau das passiert, was ich befürchtet hatte. Moment, so. Seht ihr das? Es hat sich verdreht. Ne? Also das war genau das, wo ich ja beim Montieren schon gemeint habe, da ist ja kein Anschlag oder irgendwas, was das hält oder dafür sorgt, dass ich das nicht verdrehen kann. Und es hat sich natürlich verdreht und jetzt, ja, das macht natürlich keinen Sinn, ne? Eine Bremskühlung zu fahren, die gar keine Kühlung anzieht. Also ja, naja, so ist das halt, da muss ich auch noch mal ran. Aber jetzt muss ich erst mal gucken, dass ich den Umzug über die Bühne bekomme und dann muss ich, wenn ich das alles geschafft habe, die Autos auch noch mal ordentlich putzen. Ihr seht das ja hier, das ist alles schmutzig. Ich hatte den so schön sauber gemacht, aber das ist eben immer, wenn man Trackday fährt, werden die Kisten ordentlich schmutzig. Ja, ansonsten, wie gesagt, erstes Drauffahren hat gut funktioniert. Ich habe jetzt hinten so Stopper
Und hier vorne habe ich auch so Stopper. Also hinten habe ich diese Metallstopper, das hatte ich euch ja, glaube ich, erzählt im Video von der Hebebühne, ne, dass er nicht nach hinten wegrollen kann. Das passt auch mit der Freigängigkeit. Also da stößt nirgends an der Karosserie an und sorgt eben dafür, dass das Auto nicht nach hinten wegrollen kann. Und vorne sind auch Stopper. Das sieht also wunderbar aus. Insofern hat das gut geklappt. Und wie gesagt, beim nächsten Video, also ich weiß nicht, welches Video jetzt als nächstes kommt, aber in einem der nächsten Videos werde ich da nochmal ein Update geben, wenn da hinten der Hallenbereich ein bisschen besser aussieht und ich da ein Stückchen weiter bin. Richtig viel Zeit habe ich ja jetzt nicht. Ist jetzt kurz vor November, also wir haben jetzt Ende Oktober, heute ist glaube ich der 30. oder 29., weiß es gar nicht genau. Ja, jetzt habe ich noch 1,5 Monate, theoretisch 2, aber wer will denn am letzten Tag auf den letzten Drücker an Neujahr umziehen, will ja keiner. Also realistisch gesehen noch 1,5 Monate. Habe noch ein bisschen was vor mir und ja, würde mich freuen, wenn ihr auch bei den nächsten Videos mit dabei seid. Wie gesagt, es ist halt momentan jetzt ein bisschen wenig Autoschraub-Content, aber das wird besser, sobald ich umgezogen bin. Dann gibt es wieder mehr Autoschraub-Content. Insofern euch eine gute Zeit. Bis bald. Ciao.